Und schon geht es weiter. Wie das letzte Mal schon gesagt, das Quest in Stein gemeißeltes Versprechen ist das Ziel dieses Mal. Dazu soll ich mit Sioa sprechen. Und sie steht ja auch schon hier. Dann machen wir das direkt mal. Karanz, I need to talk to you. I have to ask you for another favor. I'm listening, Siora. Do you remember the mine shakers in my village? Yes. If I understand correctly, there was some kind of an agreement made with them. Even though these priests would make good allies against the lions because they hate them as much as we do, my mother would never have traded the spirits of the people of the village in exchange for their help. And she would have wanted to be buried according to our rituals. She was deeply attached to our traditions. So you think that they're lying? Yes. And you understand these Renagse better than I do. Will you investigate this matter with me? Of course. Let's go. Das machen wir. Frage die Missionare zur Vereinbarung, die sie mit Königin Begleitet getroffen haben. Da das sehr wahrscheinlich nicht hier ist, gehen wir direkt mal hier hin und müssen jetzt nach Wedderat. Die roten Wälder. Mitten in der Nacht im Lager. Inventar ist noch leer genug, da können wir direkt durchrennen. Da war ein kurzer Ruckler. Ich glatt die Kontrolle verloren. So, wir sind jetzt hier im Dorf. Und jetzt soll ich die Missionare befragen, die genau hinter mir stehen, also in diese Richtung. Dort stehen die Missionare. So, dann sprechen wir mal mit denen. Hello, my child. What a pleasure to see someone come to us with such eagerness. Do you want to hear the word of Saint Matthias and come into the light? Not really, Father. My name is Desardet. I'm the legate of the merchant congregation. Nice to meet you, Your Excellency. What can we do for you? So, was ist erstmal eure Mission hier im Dorf? What exactly do you hope to do in this village? Well, bring light to these naive souls, of course. When we spread the word of Saint Matthias, I'm sure they will embrace our faith with fervor. Anything else, my child? So, jetzt sag mir mal, was das für eine Vereinbarung ist. We would like to know more about the agreement you supposedly sealed with Begleitet. I do not see how our agreement concerns the congregation. But since you are asking us, we swore to provide this village with all our support in their fight against the Alliance. In exchange, its inhabitants will have to renounce their pagan cult and turn towards the light. My mother would never have made such an agreement. She's the one who encouraged me to become a Donegad. The Queen had understood that the light was the only true path, even if she was attached to traditions. It is for this reason that we have accepted to seal our agreement according to your own rituals. She had an engraver come to Falristal. He carved your strange symbols in the stone. I do not believe a single word of this. You, the people of the light, are nothing but liars. You would do well to hold your tongue, young lady. This village is now under our spiritual authority. By not respecting us, you are committing blasphemy. And blasphemy is a crime that we punish severely. Because you think that you can administer justice here. I am the daughter of Begleitet, and you are... Siora, let's not get into another battle and make new enemies. Let's go find this stone. That is an excellent idea. Then you will see that we are telling the truth. Dann werden wir mal nach diesem Stein suchen. Der liegt natürlich jetzt ganz einfach mal irgendwo. Okay. Ach, den Weg können wir, denke ich mal, auch laufen, ne? Wir müssen ja jetzt nicht wieder
alles auf Schnellreise machen. Jetzt laufen wir einfach mal ein Stück. Also die sind auf jeden Fall der Überzeugung, dass es eine Vereinbarung gibt. Laufen geht aber nur, wenn man den richtigen Weg nimmt. Dass es eine Vereinbarung gibt, die sagt, dass die Herren und Damen des Lichts dieses Dorf im Kampf gegen die Brückenallianz unterstützen. Im Gegenzug müssen die aber ihre heidnische Kultur ablegen und halt auch an den heiligen St. Matthäus glauben. Es ist halt nur die Frage, ob das alles so korrekt ist. Lalalalalalala. Ich schleiche an euch vorbei. Es hat nicht funktioniert, hat mich doch noch einer gesehen. Okay. Die hätten fast überlebt, aber nein. Die wollten unbedingt noch kämpfen. Also kurz gesagt, unsere Aufgabe ist es jetzt, wahrscheinlich einen Nachweis zu finden, dass diese Vereinbarung gar nicht existiert und dass das Betrug ist. Oder es stellt sich am Ende heraus, dass die Vereinbarung wirklich existiert und das wäre dann nicht so schön. Und was ich hier mache, ist auch nicht so schön. Was ist, wenn ich jetzt hier drauf gehe? Jetzt versuche ich es doch mal was. Ich gehe jetzt hier mal auf Reisen, gehe wieder hier drauf und kann jetzt hier auch ein anderes Lager auswählen. Welches Lager nehmen wir denn mal? Lagernahe. Nehmen wir mal das. Mal sehen, wo wir jetzt gelandet sind. Fast. Das wäre das Fallristellager gewesen. Okay. Aber jetzt haben wir doch den Weg der Schnellreise gewählt. Wo ich ja mal so am Rand der Karte war, machen wir das halt doch so. Und nun gehen wir weiter. Kommen wir von hier unten heran? Das bin ich mir gar nicht sicher. Wir gehen jetzt einfach geradeaus und biegen am Ende links ab. Das sollte hoffentlich funktionieren. Dass wir dort in dieses Gebiet kommen. Dort müsste dann ja diese Steintafel liegen. Die Frage für mich ist ja eigentlich diese Symbole von den Eingeborenen, die ja nur Ausgewählte lesen können. Also in Donnegat kurz gesagt, wurden von einem Steinmetz reingemeißelt, der allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, von den Abstand vom Westland. Also, woher sollen jetzt die Erleuchteten wissen, dass es richtig ist, was dort eingemeißelt ist? Weil die können das doch wahrscheinlich gar nicht lesen. Das sind so Fragen, die ich mir da stelle. So, wenn wir jetzt hier links weggehen, dann können wir die da oben schlafen lassen. Also, die dort. Die können ruhig noch ein bisschen schlafen. Wir gehen jetzt in die Richtung weiter. Das sind so Fragen über Fragen, aber ich denke mal, das wird sich noch aufklären. Wenn wir diese Tafel gefunden haben. Hier haben wir erstmal das Lager. Jetzt sind wir wieder hier. Und da scheint diese Tafel zu liegen. Und hier sind auch wieder ein paar Ganoven. Siehst du Ganove mich? Siehst du Ganove mich? Er hat mich fast gesehen. Oh. Lalalala, ich schleiche hier rum. Ich schleiche hier rum. Und du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Gut, ich könnte die auch einfach angreifen. Also die sind jetzt, glaube ich, nicht so stark, dass die mir jetzt großartig was anhaben könnten. So. Der ist tot.
Der erste ist erwischt. Machen wir es mal spannend. Mal sehen, wie viel ich schaffe. Der nächste mich jetzt direkt sieht, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Der läuft hier so im Kreis. Stecken wir uns mal hier dahinter. Theoretisch müsste er ja jetzt sehen, dass der andere tot ist. Interessiert hier aber keinen. Wahrscheinlich sagt er sich, ach, das wird schon eingeschlafen. Lal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 a. Ich bin zu langsam. Komm, komm, ich muss ihn kriegen. Gut, 2. 2 geschafft. Ist noch einer? Das sind der Nachteil am Schleichen. Man ist dann etwas zu langsam. Wenn ich ihn eher erwischt hätte, wäre es vielleicht gut gewesen. Sammeln wir erstmal noch ein und dann gehen wir in die Mitte und sammeln hier. Oder wir untersuchen das erst einmal. Mal sehen, ob das hier liegt. Here's the stone we were looking for. It is destroyed. We can no longer decipher the symbols. Strange, isn't it? This stone was damaged on purpose. We will never know the precise terms of the agreement. There may be a way. Promises in stone are a very ancient tradition. Those who want to make these agreements must turn to a keeper of promises. An artisan who makes the stones speak. There are but a few. We did not have one in our village before Karadek's arrival. He must be the one who engraved this stone. I thought you could not write. The Donegada have a secret writing that the keepers of promises always learn. Those who want to seal a promise tell them to write, and they take care of it. Also hat diesen Stein dann doch einer von den Eingeborenen gemacht. Allerdings, wie wir mal gerade erfahren haben, ist er zerstört. Was für ein Zufall. Ein Stein, der einen Vertrag enthält oder eine Vereinbarung, ist jetzt einfach mal so komplett zerstört und keiner weiß, was jetzt wirklich genau da drauf steht. Außer vielleicht der eine, der diesen Stein gemeißelt hat. Und genau den sollen wir aufsuchen. In der Gravürwerkstatt. Okay, sprich mit Karadek, dem Hüter der Versprechen. Und der ist natürlich genau am anderen Ende. Hier ist das W3-Lager und hier wäre dann wahrscheinlich genau das direkt dieses Lager. Können wir doch gleich ein Stück in die Richtung gehen. Hier war ja ein Lager und dann werden wir gleich mal wieder reisen. Jetzt nutzen wir das gleich mal aus. Zwar hier, wir bleiben hier und wir gehen ins Dorf W3 wieder zurück. Damit sind wir wieder hier und müssen leicht links dann nach hinten. An denen vorbei. Die halten mich nicht ab, okay? Strange. It looks like no one's there, but the door's left open. Sieht das alles ein bisschen zerstört hier aus? Irgendwie schon. Was für ein Zufall. Ein zerstörter Stein, dessen Vereinbarung man nicht mehr lesen kann. Die Werkstatt, in der er sehr wahrscheinlich erstellt wurde, ist auch sehr stark in Mitleidenschaft gezogen. Was? Sehen wir, was wir so rausfinden. Empty. Leer. Okay. Stimmt. Was haben wir hier? Everything is broken and turned upside down. A sculpted engraved stone. What happened here? It seems like there was a fight. Everything is scattered around. This workshop was purposely devastated. The owner must have left in a hurry, taking a few things and destroying the rest. Unless someone else did this. We must find Karadeg. Do you know where he might be? This engraved stone bears the mark of Baraeg Nodas, Doncass's clan. Do you remember him?
Karadeg originally belonged to this clan. He may have returned. Let's go to Vigigidor, and we'll find out. Okay. Also vermutlich hat es sogar alles selber zerstört, um nichts für unbestimmte Augen dazulassen. Und hat aber ein Zeichen dagelassen, dass natürlich diese Erleuchteten nicht lesen können. Aber Sioa konnte es erkennen. Und dieses Zeichen besagt, dass er wieder zum Stamm von Dunkas zurück müssen. Wenn ich mich recht entsinne, war das glaube ich der, bei dem wir das ganze Ritual mitverfolgt haben. So, wir sind wieder hier und gehen zu ihm und sagen Hallo. Mal sehen, ob wir den Herrn hier anfinden, den wir suchen. What brings you here, Honor Manawi? Sprechen wir direkt über diesen Hüserter Versprechen. We're looking for Karadeg, the Keeper of Promises. Did he come back to your village? He did come, and then he left. We could not take him back. So, Exil des Steinmetz sprechen, fragen, wo der Steinmetz jetzt ist. Wir sprechen mal über das. Erstmal das Exil. Did you exile him? Why? He is the one who left. He disagreed with our stance on the Renaise. He thought that we should be fighting them, throwing them back to the sea. This is why he joined the Gaesrad. And I did not want him to return if it meant that he would bring his hatred with him. Und wo könnte er jetzt sein? Do you know where he might have gone? He feared someone or something, and he wanted to hide. He must have left for the woods, south of here. He knows the area well. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum seg. Er könnte also in der Nähe sein. Im Wald. In der Nähe. In der Ecke. Also den Hügel wieder runter und dann rechts abbiegen. Dann werden wir das direkt mal machen. Den Hügel wieder runter. Unten im Dorf. Nach rechts abbiegen. Was mir in dem Spiel so ein bisschen fehlt, ist so eine kleine Minimap, ne? Eine kleine Minimap. Also sie muss wirklich klein sein. So rechts oder links unten. Damit ich nicht ständig hier reinschauen muss, um zu sehen, wo es lang geht. Weil ich merke mir das einfach nicht. Merken wir der andere Weg. Ach, das lassen wir jetzt liegen. Ist bestimmt nichts drin. Jetzt gehen wir in die Richtung und dann sollen wir ja irgendwo nach links abbiegen. Weil so weit ist es ja nicht mehr weg. Dann nach unten oder hier nach oben? Ist sich dort unten versteckt? Dort unten. Ne, wir gehen mal hier. Hier hinter. Hier klettern. So, werden wir dich jetzt hier finden? It is Karadeg. He's over there. Gefunden. Ich möchte nicht kämpfen. Siora, Bertir Tumad Donegad. What are you doing with these strangers? These strangers are my friends, Karadeg. You can speak in front of them without fear. What do you want? Dann fragen wir gleich mal, was seine Rolle ist. Tell me about your role as Keeper of Promises. What does it consist of? Most words must be free and able to fly like birdsong. But some words must survive those who utter them. So they call on the keepers of promises. Those who want to become one must win the trust of the Donegada and prove their wisdom. Then they teach us the words of stone.
And when someone wants to seal a promise, we offer them those words. So you're a kind of cleric. Thank you, Karadeg. Do you want to know anything else? Also diese Hüter des Versprechens halten Dinge fest, haben wir ja schon festgestellt. Diese meißelt solche Vereinbarungen in Stein. Vergleichbar in der heutigen Zeit mit einem Notar. Nur dass der Notar Papier nutzt anstatt Stein. Wäre aber interessant, wenn die noch Stein verwenden würden. So bei den heutigen Verträgen. Text über 30 Seiten in Stein gemeißelt. Wie lang so ein Vertrag wohl dauern würde, bis der fertig ist? Machen wir mal weiter. So, jetzt geht's um den Stein des Paktes mit Teleme. We would like to ask you about a stone you supposedly engraved. It is the stone of the Renaigse, isn't it? I should never have accepted to seal such a promise. I did not like them, but I could not refuse to fulfill my duty. Not when Bladnid was demanding it. And now that she is no longer with us, these Monasinaiga are chasing me. It is because you are the last person to know what was engraved on it. The stone has been destroyed. I kept the piece of tree bark in which I prepared the glyphs. All the details are there. With this tree bark, we could verify what my mother promised. Can you give it to us? No, Donegad. I do not mean to disrespect you, but I will not. The Renaigse only bring us trouble, and you come with them. They will disappoint you just like they disappointed your mother. I do not want to deal with them ever again. They threaten my life, and because of them, I am forced to hide here. Okay, jetzt haben wir... Die Möglichkeit können wir nicht nutzen. Uns fehlt hier die Intuition. Damit drohen den Priestern die Lage seines Verstecks zu verraten. Naja. Ich bestehe jetzt einfach mal nicht darauf. I understand your fear. Take some time to think. We'll come back later to see you. Okay. Wir können jetzt also versuchen, mit Dunkes zu handeln. Dass er den vielleicht wieder aufnimmt in sein Dorf. Damit hätte er Schutz und würde mir vielleicht dieses Stück Rinde überreichen. Ist ein Plan. Also auf zu Dunkes. Ich hoffe mal, ich laufe direkt richtig. Sieht gut aus. Hier, ja genau, hier ist wieder das Dorf. Vigigno. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Um die Kurve und dann dürfte es hier nach oben gehen. Vorhin habe ich noch von einer Minimap gesprochen und jetzt laufe ich hier lang. Finde den Weg. Also wozu eine Minimap? Vor allem eine kleine Minimap. What brings you here, Honor Manawi? We found Karadeg. You were right. He was hiding in the woods. I know him well. Like I know everyone in my clan. His life is in danger. Some priests from Teleme are searching for him and they won't leave him in peace. So they are the ones he fears. Dunkas, you cannot let him fall into these priests' hands. He is one of us. I know, but my role as a chief is to preserve the peace in this village. Being chased by the Renaigse probably only stirred up his anger. I do not wish to take the risk of him bringing it here. Jetzt könnte ich meine Freundschaft ins Spiel bringen.
ich versuch's mal mit der Freundschaft. Dunkus, could you not accept him in your clan again? In the name of our friendship? You are a Karantz, and your friendship is precious to us. For you, I agree to make this effort. I only hope that Karadeg will contain his hate and open himself to our point of view. The help you are giving him might show him that the Renaigse are not all the same. Is there anything else? I must leave. Goodbye, Dunkus. Qua awalum say. Diesmal sind wir ganz schnell wieder hier gelandet. Müssten den ganzen Weg nicht laufen. Können wir dem das jetzt ja übermitteln, dass er zurück ins Dorf darf. Mal sehen, ob er dann einen anderen Eindruck von mir hat. Renaigse, you have returned. We would like to talk once more about the glyphs on this stone. I told you that I did not want to hear about this promise any longer. So, sagen wir mal, was wir gerade möglich gemacht haben. You wanted to go back to your original clan, didn't you? You were hoping that Dunkus would welcome you. He is prepared to do so. He simply hopes that you will put aside the anger that is inside you. When I left, I thought Dunkus was too soft, too nice with the Renaigse. I was hoping to fight them with Bladnid, but in the end, she also chose to negotiate with them. So, I might as well go back home. Thank you for convincing him to take me back. Here, take this piece of tree bark. I hope that it will help you to chase these Renaigse away, Donegad. And I did not think I would say this one day. But thank you, Renaigse. What do these glyphs say? That we will assist the priests in their war against the lions, and they must help us in return. There is nothing about the spirits of the people of the village, or renouncing our traditions. I knew they were lying. Let's show this to Iselt. Dann machen wir das gleich mal direkt zurückkehren zum Dorf. Schnell, schnell, schnell Reise ist das dann schon. Und auf geht's zu Iselt. Denn wir haben eine Information. Bin gespannt, wie sie darauf reagieren wird. Hier ist der Rinde. Hier ist der Rinde. Shiora, Asir, always with your new friends. Bertir to Madiselt, I'm happy to see you. What do you want? Wieder böse Johann, das hat man schon mal gemacht. Machen wir die Vereinbarung mit den Missionaren. Azeld, about this pact your mother supposedly made with the priests. Yes. Did you find anything new? Erstmal der zerstörte Stein. We went to Falristel to see the stone. Were you able to read it, Siora? No, because it was destroyed by someone. I am certain that the priests did it to protect their lies. You're probably right, but for as long as we cannot prove it... We retrieved the piece of tree bark that Karadeg used as a model. Siora, what's written on it? Mother promised to help them against the lions, and they promised to help us in return. There's nothing mentioned about them settling here, and even less about them being entitled to the spirits of the people of our village. So they lied. They mocked us, and insulted the memory of our mother. I think it's high time they left. Don't you agree? I think so too. Come on, let's go. You lied to us. You took us for gullible children. Leave this village at once. You will never be welcome here again. But if you want our help with the Alliance, your people must convert to the light. Oh, Charisma ist wieder schön. Na, das nehmen wir gleich. By lying, you have insulted the memory of the Queen. The entire village will be happy to make you pay for your affront if they hear about it. You do well to leave before having to face their wrath. We are not here to shed blood. Very well, we're leaving.
but we will not forget your role in this matter, Your Excellency. I did not think they would leave of their own accord. Thank you, Onol Manawi. Thanks to you, we managed to chase away these lawyers. And we will be able to perform our rituals and give our mother back to the earth. Yes. Thank you. Our village is in your debt. Shiora, I will need you for the ritual. Will you help me? Of course, Asir. Oh, Shiora ist nun auch freundlich. Wieder ein Quest geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Damit haben wir ein weiteres Quest mit Shiora geschafft. Die Mutter kann nun so beerdigt werden, wie es der Stamm auch normalerweise macht. Und nicht, wie es die komischen Erleuchteten wollten. Haben wir doch das Ziel erreicht. Lief alles gut. Die komischen Leutchen haben wir verjagt. Sag mal keine Schimpfwörter, das sind sag mal die komischen Leutchen. Da hinten ist ein komischer Moonwalker. Schaut ihn euch an. Und während er da so seinen Tanz macht, verabschiede ich mich. Und mögen die Hörner stets nach oben ragen.